Durch. Das löst man natürlich die Wasserkastenabdeckung. Wird mit 4 Klammern festgehalten. Am besten einen kleinen Schraubenzieher zu nehmen. Noch an der Stelle, und an der. Mache ich gleich mit 2. Dann zieht man die Gummilippe ab. Und die Abdeckung auf der Seite könnt ihr abnehmen, ohne die Scheibenwischer zu demontieren. Dann müsst ihr noch den Schlauch vom Scheibenwaschanlage abmachen. Da ist eine Klammer drüber, die müsst ihr hinten drücken, um es abzukriegen. Da ist eine Klammer drüber, die müsst ihr hinten drücken, um es abzukriegen. Wenn der Wasserschlauch gelöst ist, sollte man die rechte Seite einfach abnehmen können. Aber aufpassen, dass der Wasserschlauch an sich natürlich nicht bricht. Und dann einfach die Kappe abnehmen. Und ich sehe gerade, hat die ordentlich gesammelt die letzten paar Jahre. Schön, sieht anders aus. Rein theoretisch würde es reichen, die linke Kappe, Abdeckkappe ein bisschen hoch zu biegen, um an die Schrauben zu kommen. Aber ich will A, den Wasserkasten sauber machen noch, und B, kann ich das natürlich so besser fühlen, wenn ich die komplett abnehme. Also mache ich jetzt noch die Scheibenwischer ab. Die Muttern selber sind mit Plastikkappen abgedeckt, und an dem Scheibenwischergestänge, beziehungsweise am Scheibenwischer selber, ist eine kleine Nut, da kommt ihr mit dem Schraubenzieher unter. Einmal untergehen und ein bisschen abhebeln. Die beiden Muttern werden mit einer 13er Nuss gelöst. Die sind nicht allzu fest, zumindest die Mutter nicht. Das Scheibenwischergestänge werde ich wahrscheinlich nicht so abgezogen kriegen, so einfach. Ohne einen Abzieher wird es meistens schwer, die Scheibenwischer abzukriegen. Ab und zu klappt es mit einem Schraubenzieher. Wenn man von beiden Seiten hebelt, geht es ab und zu mal, aber in dem Fall brauche ich einen Abzieher dafür. Und wenn die Scheibenwischer ab sind, nimmt natürlich die linke Wasserabdeckung auch mit ab. Hier nimmt ihr natürlich auch den Schlauch ab. Löst die Klammer und zieht den Schlauch von der Düse ab.
Und danach aus den anderen beiden Klammern. Dann sammeln sich natürlich die Nässe und ist natürlich nicht gerade vorteilhaft, wenn das Wasser nicht perfekt ablaufen kann. Am besten mit Staubsauger mal richtig sauber. Es nützt natürlich nichts, wenn man jedes halbes Jahr den Innenraumfilter reinigt. Und hier sammelt sich so viel Dreck davor. Wird man die Gerüche natürlich auch nicht hundertprozentig los. Wie ihr sehen könnt, Blüten und Blätter lagen genau davor. In der Top 40, bitteschön. Ihr könnt das natürlich alles nach eurem Geschmack korrigieren. Es ist schon ein bisschen mehr als so ein bisschen Öl. Vor höchster Zeit habe ich schon am Fahren gemerkt, dass das nicht mehr von Dämpfung nicht mehr viel zu spüren war. Da ich das Fahrzeug einseitig angehoben habe, ist die Koppelstange verspannt, deswegen brauche ich die nicht gegenhalten. Um den Stecker zu lösen, erst in die Richtung runterdrücken, um den zu entspannen und dann den Hebel hochdrücken und der abgeht. Drei Muttern vom unteren Querlenker lösen. Ich nehme die Bremse jetzt auch noch mit ab, beziehungsweise den Bremssattel.
So, Bremssattel habe ich abgenommen, die Antriebswelle habe ich auch rausgenommen. Unten vom Querlenker die 3 Muttern gelöst und Querlenker rausgenommen, beziehungsweise die Achsschenkel davon. Jetzt ist der Stoßdämpfer noch dran und jetzt schraube ich die um die 3 Schrauben lose und dann nehme ich die komplett raus. Ich habe jetzt natürlich was unter den Stoßdämpfer gemacht, beziehungsweise unter die Bremse, damit der Stoßdämpfer hier entlastet ist. Nicht, dass die ganze Last hier an den 3 Schrauben hängt. Nicht die Losschraube. Der Stoßdämpfer. Jetzt muss hier zwischen was getrieben werden, damit sich das ein bisschen weitet, der Stoßdämpfer raus kann. Dabei natürlich aufpassen, dass das Blech vom Stoßdämpfer daran vorbeikommt, sonst blockiert das natürlich. Ich werde das Domlager mit erneuern. Das auf der rechten Seite hat zwar noch keine Geräusche gemacht, aber das auf der linken Seite, das habe ich schon gewechselt. Hat schon ein bisschen Spiel gehabt. Zum Federspannen nehme ich die einfachen Federspanner. Das sind ausreichend. Im gewerblichen Bereich glaube ich zwar schon verboten, aber beziehungsweise nicht mehr zulässig. Okay. Das Domlager abschrauben. Vorher natürlich die Federspanner spannen. Beim Domlager ist darauf zu achten, dass die beiden Pfeile, die hier sind, zum Motor gucken und in Fahrtrichtung. Die Feder wird so lange gespannt, bis das Domlager frei ist, also frei beweglich ist. Wichtig dabei ist, dass ihr die Mutter hier oben nicht mit der Schlagschraube löst, sondern gegenhaltet und mit der Hand löst. Wenn ihr die Mutter gelöst habt, nehmt ihr die ab, nehmt das Domlager ab. Und ich benutze den Anschlagpuffer und den Staubschutz natürlich wieder weiterhin, weil der ist heil. Mache ich natürlich noch komplett sauber. Einfach rausziehen und im neuen Teil wieder reinstecken. Und vorher werde ich noch die die Feder reinigen, die Gummiauflage hier unten und natürlich den Staubschutz und alles, was dazugehört. Die Feder steht natürlich unter Spannung, ist die Verletzungsgefahr natürlich groß, wenn die jetzt irgendwo abrutscht. Deswegen vorsichtig damit sein. Die Gummiauflage werde ich natürlich ordentlich reinigen, weil die ist ordentlich voll Dreck und alles. Die kann ich wieder verwenden, ist nicht weiter beschädigt und daher nur immer sauber machen.
Für den neuen Stoßdämpfer habe ich mir einen von Meile geholt, beziehungsweise 2 Stück. Bevor ihr ausbaut das Ganze, müsst ihr den alten Stoßdämpfer natürlich immer den Klemmbereich messen. Bei mir ist das ein 50er Klemmbereich, es gibt auch einen 55er, also die Rohrdicke hier. Wichtig ist nachher, dass man beim neuen Stoßdämpfer natürlich wieder auch die Gummilage unterlegt. Und hier ist ein Anschlag, dass einmal der Gummi natürlich richtig liegt, dass später die Feder natürlich auch hier dran bündig anliegt, wenn sie entspannt wird. Wie gesagt, die Pfeile müssen in Fahrtrichtung zeigen, einmal nach hinten und einmal nach vorne. Das ganze Stück, also dieser Bereich, Richtung Motor. Dann habt ihr hier, da kann man sehen, gucken, eine Einkerbung. Die kommt auf dieses Stück hier, einfach aufgesetzt. Leichte Kraft etwas zusammendrücken, dann passt das. Dieser Bereich kommt zur Feder und das natürlich wieder nach oben hin nachher. Dann nehmt ihr die Feder, die ihr vorher gereinigt habt. Es sei denn, ihr nehmt eine neue Feder, braucht ihr natürlich nicht reinigen, wenn ihr eine neue habt. Sollte die gebrochen sein, aber ich kann die alte verwenden, wenn die noch heil ist. Und setzt die bündig wieder an. Nehmt den Anschlagpuffer und steckt ihn hier rein. Das gleiche macht ihr mit dem Staubschutz. Etwas drehen, dann sollte es gehen. Zack. Und steckt das Ganze wieder hier rauf. Dann nehmt ihr die neue Mutter. Und kontert wieder gegen und schraubt ihr hier fest. Die ist selbstsichernd. Bis zum Anschluss reinmachen. Und dann den ganzen Spaß wieder einbauen.